Ja, Ernst, freut mich, dass du hier bist. Könntest du dem Publikum deinen Namen und deine Funktion sagen? Ja, mein Name ist Ernst Pernitzker. Ich bin Professor am Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen, leider so lang. Ich bin außerdem wissenschaftlicher Direktor des Kurt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie in Mannheim, das gleichzeitig auch ein An-Institut der Universität Tübingen ist. Ja, du machst ja unheimlich viele Sachen. Du machst Archäometrie, du bist der Troja-Ausgräber. Vielleicht kannst du uns erstmal überhaupt sagen, was Archäometrie als Fach ist und was Archäometrie macht. Ja, Archäometrie ist einfach die Übersetzung des Titels einer Zeitschrift, nämlich Archaeometry. Als man für eine Zeitschrift, die in den 60er Jahren entstanden ist, einen Titel gesucht hat, hat man, und das hat übrigens ein Archäologe vorgeschlagen, gesagt, warum nennt ihr es nicht Archaeometry? Meint alte Sachen, Altertümer, messend zu untersuchen. Und ich denke, der Titel ist sehr gut. Er bedeutet, dass wir mit naturwissenschaftlichen, quantifizierenden Methoden archäologische Objekte untersuchen. Heutzutage ist die Archäometrie ist immer schon sehr breit gewesen, aber das Interesse an der Archäometrie ist so weit gewachsen, dass fast alle naturwissenschaftlichen Fächer in fast allen kulturwissenschaftlichen Gebieten tätig sind, sodass wir heute eher den Namen naturwissenschaftliche Archäologie verwenden, was auch einen Sinn hat, weil wir ja damit sagen wollen, wir untersuchen archäologische Fragestellungen nur mit einem anderen Zugang, nämlich dem naturwissenschaftlichen. Ja, was zum Beispiel, kannst du einige Fächer nennen und einige Untersuchungsmethoden, einige Beispiele für archäometrische Anwendungen? Ich kann als Beispiel das nunmehr gegründete Institut für naturwissenschaftliche Archäologie in Tübingen erwähnen. Wir haben hier 5 Säulen: die Anthropologie oder Paläoanthropologie, Archäozoologie, also die Untersuchung von Tierknochen, die Archäobotanik, die Untersuchung von Pflanzenresten, die Geoarchäologie, das ist ein Gebiet, mit dem man sich dem Boden als Archiv nähert, und die jetzt so Archäometrie genannte Methode, nämlich Materialuntersuchungen mit chemischen, physikalischen, mineralogischen Methoden an archäologischen Funden. Und wie siehst du die Entwicklung der Archäometrie in den letzten 20 Jahren? Ich habe den Eindruck, das ist ein ungeheurer Boom. Es wird immer mehr Archäometrie nachgefragt. Ich habe das Glück, einen solchen Boom in meiner Lebenszeit zu erleben. Das ist nicht vielen Wissenschaftlern gegönnt. Als ich vor mehr als 30 Jahren eine Doktorarbeit auf dem Gebiet der Archäometrie, würde man sagen, angefertigt habe, bin ich von Kollegen nur belächelt worden. Und heutzutage bemühen sich die größten wissenschaftlichen Gesellschaften, auch eine Archäometrie-Sektion zu gründen. Also insofern ist hier ein Durchbruch gelungen, der aber auch bedeutet, dass sich die Archäologie geöffnet hat. Ganz am Anfang war es nämlich so, und das ist durchaus auch in schriftlicher Form diskutiert worden, dass die Archäologen eher zurückhaltend waren und die Angst hatten, dass der Thron der Archäologie von Naturwissenschaftlern usurpiert werden könnte. Heutzutage sieht man das eben als eine neue Dimension der Erkenntnisse. Wir haben ja unsere Augen, wir haben unsere Nase zu riechen, wir haben Ohren zu hören. Wir bringen etwas hinein, was wir mit unserem Sensorium nicht erfassen können. Und das, denke ich einmal, ist in der Archäologie jetzt allgemein anerkannt, dass wir hier eine zusätzliche Erkenntnismöglichkeit schaffen. Und du hast ja die Himmelsscheibe von Nebra erforscht, und kannst du uns mal kurz erzählen, erstens mal, wie die Erforschung so war, auch für dich persönlich, und zweitens, welche Methoden da zur Anwendung kamen? Ja, das hat uns ja verbunden ganz stark, und ich freue mich auch, bin außerordentlich dankbar für diese Gelegenheit. Wir kannten uns zwar vorher schon von deiner Tätigkeit in Dresden, aber der Durchbruch ist gekommen, als du mich gefragt hast, kurz bevor du die Pressekonferenz veranstaltet hast und den Fund vorgestellt hast, ob wir nicht doch untersuchen könnten und letzte Zweifel an der Echtheit ausräumen könnten. Dazu haben wir die Scheibe zunächst einmal chemisch untersucht, und schon die chemische Zusammensetzung hat eigentlich sehr gut gepasst zu prähistorischen Funden, die wir so kennen. Aber wir haben auch das Glück gehabt, oder
Wenn ich so sagen darf, du hast das Glück gehabt, du bist an die einzige Gruppe herangetreten, die einen Echtheitstest für Metalle entwickelt hat. Das ist der sogenannte Blei 210-Test. Der beruht darauf, dass frisch hergestelltes Metall radioaktiv ist. Diese Radioaktivität klingt nach etwa 100 Jahren ab. Und wir haben eben in der Scheibe keine Radioaktivität gefunden und dadurch zeigen können, dass es sich nicht um ein modernes Metall handelt und noch nicht um einen Studentenulk. Das war schon einmal ein Anfang. Zumal der 210-Test noch nicht publiziert war. Der war damals noch nicht publiziert und wir haben also auf diese Weise erstmals diesen Test auch in einem Härtetest unterzogen und er hat also, denke ich einmal, jetzt im Verlauf der letzten 10 Jahre diesen Härtetest bestanden. Wobei man ja Echtheit rein erkenntnistheoretisch nicht beweisen kann. Man kann nur die Abwesenheit von Fälschungsmerkmalen nachweisen. Wir haben dann an der Scheibe noch ungefähr 10 oder 12 weitere Materialuntersuchungen vorgenommen, um herauszufinden, ob wir Indizien für eine Fälschung finden. Und nur durch die Abwesenheit dieser Indizien oder dieser Befunde für eine Fälschung können wir sagen, die Scheibe ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit echt. Jetzt haben wir aber eine neue Methode entwickelt, mit der wir beweisen können, dass die Scheibe echt ist. Wir haben nämlich einen anderen Parameter gefunden, der sich über einen längeren Zeitraum nur hin verändert. Das ist die Zinnisotopenzusammensetzung. Wir haben gefunden, dass sich bei einer recht schnellen Korrosion, zum Beispiel einer künstlichen Korrosion, die Zinnisotopenverhältnisse vom Metall zur Korrosionsschicht ändern. Das tun sie nicht, wenn die Korrosion sehr langsam, mehrere 100 Jahre verläuft. Und jetzt haben wir gefunden, dass das genau der Fall ist an der Scheibe. Das heißt, wir können die 100 Jahre, die wir schon bewiesen haben, auf mindestens mehrere 100 Jahre, vielleicht sogar 1000 Jahre erweitern und dann ist sozusagen die Fälschungsmöglichkeit auf Null gesunken. Das heißt, mit Blei 210 wegen der kurzen Zerfallszeit, der kurzen Halbwertszeit, kam man 100 Jahre zurück. Man hätte sie also im 19. Jahrhundert fälschen müssen. Jetzt sind wir vielleicht im 1. Jahrtausend nach Christus, wo sie gefälscht hätte werden müssen, und zwar mit perfekten Kenntnissen, und damit ist bewiesen, dass die Himmelsscheibe echt ist. So ist es. Wir haben also leider immer noch keine Datierungsmöglichkeit für Metalle, mit Ausnahme von Gold. Das ist das dritte Alleinstellungsmerkmal, das wir in Mannheim haben. Wir können Gold mittlerweile datieren, auch aufgrund des radioaktiven Zerfalls von Uran und Thorium. Aber für Buntmetalle geht das noch nicht. Aber mit dem Zinn haben wir immerhin eine größere zeitliche Tiefe erreicht, mit der wir Fälschungen ausschließen können. Und jetzt kommen wir ja mindestens ins Mittelalter und damit wird die Fälschungsmöglichkeit, wie ich gesagt habe, oder die Wahrscheinlichkeit sinkt auf Null, dass es sich um eine Fälschung handelt. Aber jetzt könntet ihr vielleicht sogar das Gold datieren auf der Himmelsscheibe. Das ist richtig. Aber dann, das wird dir nicht gefallen, würden wir etwa 10 Milligramm Gold von nehmen müssen. Man könnte vielleicht, wenn noch Reste von dem Abgefallenen bei der Bergung der Scheibe ist ja das Goldblech der Sonne oder des Vollmondes abgerissen worden. Wenn davon noch Reste vorhanden sind, könnte man das da tun. Also wir haben ja nicht den original vom Raubgräber abgeschlagenen Goldteil eingesetzt, sondern wir haben sozusagen eine Kopie eingesetzt, die reversibel eingesetzt ist. Wir könnten also dort eine Probe nehmen und die Datierung versuchen. Wie genau geht die Datierung denn? Leider nicht so genau, wie wir es gerne hätten, ja? Weil es geht ja dann auch um die Frage, die Scheibe wurde wohl etwa um 1600 deponiert und es ist die Frage, wie lange sie in Gebrauch war. Das ist eine archäologisch außerordentlich wichtige Frage, aber die würde in unserem Unsicherheitsbereich untergehen. Also ein Objekt, das jetzt 3500 Jahre alt ist, das würden wir vielleicht auf plus minus 300 Jahre datieren können. Viel besser wird es nicht gehen. Das wäre zu ungenau. Ja. Und, aber für die Echtheitsfrage wäre es immerhin noch ein weiterer Fortschritt. Aber es fragt sich dann, ob das wirklich noch den Aufwand lohnt. Es fragt sich, ob man hier Originalsubstanzen nehmen soll, um etwas zu beweisen, was schon bewiesen ist. So ist es. Die nächste Frage, was habt ihr weiterhin mit der Scheibe gemacht? Wie seid ihr vorgegangen? Wir haben die Scheibe, nachdem für uns zumindest die Echtheit festgestanden ist, im weiteren Umfeld untersucht. Also wir haben zum Beispiel dann auch die Goldauflagen untersucht.
mit speziellen Methoden. Immer wenn neue Methoden zur Verfügung standen, wie zum Beispiel ein außerordentlich großes Rasterelektronenmikroskop mit einer Kammer, in die die Scheibe hineinpasst, ganz neu entwickelt worden. Wir sind sozusagen als erste Anwendung, ist die Scheibe damit untersucht worden. Wir sind an verschiedene Forschungszentren herangetreten, wie zum Beispiel das Berliner Elektronensynchrotron BESSY, und haben dort noch einmal eine genauere oder erweiterte Untersuchung des Goldes vorgenommen. Und wir haben auch den Fundort der Scheibe, der ja durch die polizeilichen Untersuchungen dann tatsächlich ermittelt werden konnte, untersucht, weil ja auch immer noch im Raum gestanden ist, dass die Funde nicht zusammengehören. Und das war ja ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und wie konntet ihr, das war ja unglaublich faszinierend, wie konntet ihr denn belegen, dass der Fundort tatsächlich der Fundort ist? Ich meine, wir hatten die Aussagen der Hehler, wir hatten die Aussagen der Raubgräber, wir hatten den Nachweis, dass die Erdanhaftungen auf der Scheibe perfekt zu dem Loch passen auf dem Mittelberg. Aber ihr habt in der Geologie, wenn ich es richtig verstehe, und zwar nicht im zerstörten Teil durch alten Befund oder Abgrabungen, ihr habt in der geologischen Struktur drunter doch tatsächlich Reste des Goldes und des Kupfers gefunden. Das ist richtig. Wir hatten untersucht, ob wir Reste des Hortfundes im Boden finden, denn Kupfer ist, wie wir alle wissen, kann korrodieren und geht dabei in Lösung und würde sich in dem umgebenden Boden wiederfinden. Das haben wir getan. Wir haben also in der Raubgräbergrube erhöhte Konzentrationen von Kupfer, aber auch von Gold gefunden. Und das Wichtige ist, wie du schon gesagt hast, die allerhöchsten Konzentrationen haben wir im ungestörten Boden unterhalb der Raubgrube gefunden. Das heißt also, die Raubgrube ist angereichert an Kupfer und noch höher angereichert ist der Boden drunter. Macht ja auch Sinn, Kupfer ist in Lösung, rieselt nach unten und wird dann vom Ton aufgefangen. Und das ist also der letzte Beweis, dass dort tatsächlich eine riesige Menge Kupfer gelegen ist und jetzt stimmt sozusagen alles zusammen. Ja, das Faszinierende ist ja auch, dass auf der Himmelsscheibe, so stelle ich mir das als Laie vor, flächig Gold ist. Das heißt, das Gold kann sich in einer großen Fläche lösen, denn eigentlich ist Gold ja ziemlich immobil. Und für mich war es erstaunlich, dass ihr überhaupt nur Gold in signifikanter Konzentration zum Kupfer findet. Ja, für viele ist es erstaunlich, aber Gold ist im Boden doch im gewissen Anteil löslich. Das kommt vor allem durch die Huminsäuren, das ist bei der Zersetzung von pflanzlichem Material entstehen die löslich. Und es kommt hinzu, dass wir eine außerordentlich empfindliche Nachweismethode haben mit der sogenannten Neutronenaktivierungsanalyse, mit der wir noch geringste Spuren von Gold nachweisen können. Aber in der Tat ist es so, wenn das jetzt ein kleines Ringlein gewesen wäre oder wenn das jetzt nur die Applikationen von Gold auf den Schwertern gewesen wären, dann wäre wohl die Menge doch sehr gering gewesen. Aber an der Scheibe haben wir großflächig Gold exponiert gegenüber diesen Huminsäuren, sodass auch ein bisschen Gold in Lösung gegangen ist. Hier übrigens interessanterweise ist die höchste Anreicherung nicht in der Erdschicht darunter. Macht ja auch Sinn, weil Gold nicht so mobil ist wie das Kupfer. Also es rieselt sozusagen nicht runter, aber es ist in der Grube deutlich erhöht. Aber es ist unheimlich faszinierend, weil ihr gleichsam mit forensischen Methoden den Sachen immer näher kommt und man die Dinge wirklich ganz, ganz festmachen kann. Unheimlich spannend fand ich die Frage des Goldes. Gold war ja von Hartmann nur an Objekten untersucht. Und ihr habt es jetzt unternommen, die zahllosen Lagerstätten, Flüsse und so weiter zu detektieren und dann die Goldobjekte sozusagen mit den Lagerstätten in Übereinstimmung zu bringen. Ich konnte gar nicht glauben, dass es noch nicht geschehen war, aber offenbar hatte da niemand Interesse dran bislang. Ja, also bei diesen Metalluntersuchungen gehen wir ja immer stufenweise vor. Das erste ist die Materialidentifizierung. Zum Beispiel bei der Scheibe, ist es Kupfer oder Bronze, kann man ja von vornherein nicht feststellen. Das nächste ist dann die Klassifizierung. Gehören die Funde zusammen? Sind sie alle aus einem Metall? Und die schwierigste Frage ist die nach der Herkunft. Beim Kupfer hatten wir von vornherein, oder hatte ich eigentlich als erstes die Vermutung, das Kupfer kommt aus dem Alpenraum.
besonders aus der Lagerstätte von Mitterberg, wo wir wissen, dass in der Bronzezeit Zehntausende Tonnen Kupfer gewonnen worden sind. Beim Gold war es schwieriger. Da gibt es nicht so viele Vergleichsuntersuchungen. Die größte Untersuchung wurde von Axel Hartmann am Württembergischen Landesmuseum durchgeführt. Er hat Spurenelemente in Gold gemessen und der Goldtyp, den wir auf der Scheibe finden, der kommt am häufigsten in Südosteuropa vor. Und da sagt man natürlich, aha, dort ist ja auch das goldene Viereck in Rumänien, macht alles Sinn. Aber wie das oft so ist, der erste Anschein trügt oft. Wir haben jetzt nur Artefakte mit Artefakten verglichen. Wir sind dann im Rahmen dieser Forschergruppenuntersuchung an viele Lagerstätten herangegangen, haben Gold in Flüssen gewaschen, auch in Rumänien, und finden, dass das Gold in der Slowakei und in Rumänien eigentlich nicht wirklich gut zu der Scheibe passt. Und jetzt in den letzten 2 Jahren haben wir die Untersuchungen auf Westeuropa ausgedehnt und siehe da, wir finden, dass die beste Übereinstimmung zwischen dem Gold der Scheibe und einem Naturgold in Cornwall auftritt. Und das passt jetzt wunderbar zu einem anderen Ergebnis, das ich vielleicht jetzt vorwegnehmen darf, dass wir nun mittlerweile festgestellt haben, dass auch das Zinn in der Scheibe nicht vom nahen Erzgebirge, wo auch Zinnerzvorkommen bekannt sind und auch ausgebeutet worden sind, sondern ebenfalls aus Cornwall stammt. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Befund. Kann es sein, dass das Zinn eigentlich primär in Cornwall geholt wurde, weil das Zinn ja, sagen wir mal, sehr, sehr selten ist und dann nur an wenigen Stellen in Europa vorkommt und das Gold ist sozusagen eine Beifracht? Also diese Frage des Zinns ist eine hochinteressante. Wir haben ja eine paradoxe Situation, was die Zinnmetallurgie anbelangt, oder die Zinn-Bronze-Metallurgie, sollte ich eher sagen. Wir finden die frühesten Zinnbronzen in einem großen Bereich im östlichen Mittelmeerraum oder ich sage einmal zwischen der Ägäis und dem Persischen Golf, wo keine Zinnlagerstätten bekannt sind. Das ist jetzt eine ganz andere Frage, aber danach breitet sich diese Bronzetechnologie aus, nach Zentralasien einerseits und andererseits nach Europa. Und früher war man immer der Meinung, dass diese Ausbreitung sich auf demselben Wege begeben hat wie die neolithische Lebensweise, nämlich über Südosteuropa nach Mitteleuropa, später dann nach England und nach Schweden. Nun finden wir aber die ältesten Zinnbronzen in Europa, in Westeuropa, gerade in England, sodass wir jetzt mittlerweile... Wie datieren die? In etwa um 2000, vielleicht sogar 2100 vor Christus. Im östlichen Mittelmeerraum beginnt es um etwa 3000, die Zinnbronzetechnologie. Sodass wir aber, und andererseits sind aber die Zinnbronzen in Südosteuropa, die kommen erst wirklich so um 1600, 1700 vor Christus auf. Sodass wir da ein zeitliches Gefälle haben in die andere Richtung. Sodass wir jetzt sozusagen in den Raum stellen können, kann es sein, dass die Zinnbronzetechnologie über den Schiffsweg oder den Seeweg nach England gekommen ist und dass dort zunächst einmal sozusagen die europäische Bronze und auch das europäische Zinn massenhaft hergestellt wurde. Und das ist eine Erfahrung, die wir mittlerweile immer machen. Metalltechnologie, Metallherstellung ist ein so komplexes Unternehmen, dass das nicht überall nachgemacht werden konnte, sondern wenn jemand den Zugang und die Technologie hatte, den Zugang zu einer großen Lagerstätte, dann hat dieses Zentrum eine riesige Fläche, ein riesiges Gebiet versorgt, so wie Mitterberg in der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus ganz Europa mit Kupfer versorgt hat, hat wohl Cornwall ganz Europa mit Zinn versorgt. Aber bei Kupfer ist es ja noch so, in Spanien, in Frankreich, überall hat man letztlich Kupfervorkommen und kann Kupfer gewinnen. Aber Zinn hat man ja auch, wenn man es mit dem Vorderen Orient sieht, eigentlich nur an 3 Stellen gut abzubauen. Cornwall, Bretagne, die gleiche Lagerstätte, Erzgebirge und Tadschikistan. Ja, man könnte noch Nordwestspanien hinzufügen, Galicien, dort gibt es auch abbaubare Zinnvorkommen, die auch in römischer Zeit genutzt worden sind. Aber anscheinend ist es so, dass wir in der Bronzezeit, also in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus, jetzt, und das wollen wir jetzt näher untersuchen, wohl mehrheitlich oder fast ausschließlich Zinn aus Cornwall beziehen, wo das ganz frühe Zinn im östlichen Mittelmeerraum hergekommen ist, aus Zentralasien vielleicht. Das ist eine Frage, die wir zukünftig angehen wollen. Aber zu deiner Frage, ist das Gold sozusagen ein Beiwerk des Zinns oder umgekehrt?
ist es schwer zu sagen, aber es ist zumindest befriedigend festzustellen, dass in dem Gold auf der Scheibe von Nebra auch Zinn drinnen ist, was geochemisch nicht drinnen sein sollte. Das heißt, dieses Gold muss aus Flüssen gewonnen worden sein, die auch Zinn führen. Und das haben wir eigentlich in Cornwall viel stärker als im Erzgebirge zum Beispiel, sodass dieser Befund auch zu Cornwall passt. Ich meine, dass auch die Goldmetallurgie oder die Verarbeitung von Gold in Irland und in England in dieser Zeit ein massenhaftes Phänomen ist. Man braucht sich ja nur mal in Dublin im Nationalmuseum die riesigen Goldmengen aus der frühen Bronzezeit anzusehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es umgekehrt war, dass das Gold das Interessante war, das hierher gekommen ist, weil wir haben auch recht wenig Gold in der Frühbronzezeit in Mitteleuropa und das Zinn sozusagen das Begleitmaterial war oder die Zinnbronze sogar. Aber Gold hätte man doch eigentlich in jedem thüringischen Fluss gewinnen können. Das können wir heute. Wir wissen, dass fast alle Flüsse Gold führen, aber man muss sehr viel Geduld haben, um dieses Gold zu finden. Es sind also minimale Körner. Selbst wenn man unterstellt, dass die Flüsse alle quasi ausgewaschen sind und dass in der Bronzezeit noch größere Nuggets vorhanden waren, ist es aber offenbar nicht systematisch erfolgt, weil sonst hätten wir nicht so wenige Goldfunde in Mitteleuropa aus dieser Zeit. Also Gold scheint etwas gewesen zu sein, was nun tatsächlich in Südosteuropa sehr viel früher verwendet wurde. Das Gräberfeld von Warna wird in die zweite Hälfte des 5. Jahrtausends datiert. Dort taucht Gold erstmals massiv auf. Es sind gleich 3000 Goldobjekte, 6 Kilogramm Gold insgesamt dort in Gräbern. Und es bleibt dann auf Südosteuropa weitgehend beschränkt. Auch auf den östlichen Mittelmeerraum, Mesopotamien, brauchen wir natürlich von Goldfunde von Maikop denken, Troja, Ur und dann später in Mykene, die spektakulären Goldfunde. Das kommt in Mitteleuropa erst sehr viel später auf. Aber in Westeuropa haben wir auffällig viele Goldfunde aus dieser Zeit, frühes 2. Jahrtausend vor Christus. Das Interessante ist ja, dass wir in Spanien so viele Goldfunde haben und eigentlich sind die mitteleuropäischen sehr, sehr schwach ausgeprägt. Umso mehr ist dieser schwere, massive Goldarmring von Nebra, von Leubingen zu bewundern. Das ist ja nun ein unglaublicher Wert. Das muss ein gigantischer Wert gewesen sein. Und weil du auch Spanien erwähnst, also ich denke, das gehört eigentlich so ein bisschen dazu zum atlantischen Kulturkreis. Wir haben aber in Spanien auch relativ spät das Aufkommen von Zinnbronze. Das heißt also, da scheint in Spanien ein eigenes Goldproduktionszentrum existiert zu haben, was sich ja auch dokumentiert, auch wieder an sehr vielen frühbronzezeitlichen Goldfunden, gerade in Spanien, sehr massiv, sehr schwere Geräte. Und es wäre natürlich jetzt schon sehr verlockend, einmal auch das Leubinger Gold zu untersuchen und zu sehen, passt es jetzt nach England oder passt es eher nach Spanien? Wir sind ja jetzt auch dabei, die spanischen Goldvorkommen zu untersuchen. Warum, also das werden wir auf jeden Fall machen, ihr habt ja das Gold schon untersucht, ihr braucht nur die Daten prüfen. Warum gehen die nicht ins Erzgebirge und holen sich dort das Zinn für die Himmelsscheibe? Das ist doch der nächste Weg. Die Mehrheit der Archäologen war immer überzeugt, dass die Aunjetitzer Kultur, also die Frühbronzezeit im östlichen Mitteleuropa, im Grunde genommen so metallreich ist, weil das Erzgebirge da ist. Es stellt sich nun heraus, dass das Erzgebirge offensichtlich keine Rolle für die Entstehung dieser Kultur und ihren Metallreichtum gespielt hat. Ich stelle mir eher vor, dass es vielleicht andere Produkte waren, wie Salz. Wir wissen, dass wir hier schon in der Frühbronzezeit, schon im Spätneolithikum im Raum Halle Salz gewonnen wurde und vielleicht auch die reichen landwirtschaftlichen Flächen, dass da hier ein Austausch zu erkennen ist. Wir sehen ja auch, das ist im Grunde genommen ja eine Überraschung, dass wir über mehrere tausend Kilometer Materialaustausch haben. Ob wir jetzt von Handel sprechen können im heutigen Sinne, also das heißt den Transport von seltenen Materialien in andere Gebiete mit Gewinnabsicht, ist eine offene Frage. Wir denken eher an Austausch zwischen Eliten, so wie das heute bei Präsidenten vorkommt. Ein Präsident besucht einen anderen und bringt ein Gastgeschenk mit. Das könnte man sich so vorstellen, auch bei dem Fürsten von Leubingen, wenn wir von einem Fürsten sprechen können, jedenfalls von einem herausgehobenen Mitglied der Gesellschaft. Aber in gewisser Weise hat man fast schon so
eine Art Globalisierung in Europa, denn die Mitterbergbronze kann ich relativ leicht professionell in Bergwerken gewinnen. Da sind die Leute, die haben die Fähigkeiten. Und eigentlich kann ich auch Kupfer das bei uns gewinnen, in Mitteldeutschland. Aber nein, man nimmt das Mitterbergkupfer, weil das offenbar in großen Mengen von Profis herstellbar ist. Also das ist es. Ich kann nur wiederholen, der Kupfergewinnungsprozess ist ein komplexes Verfahren, das sozusagen nicht dann jeder Bauer im Nebenbetrieb erlernen konnte oder gar ausführen konnte. Und es zeigt sich immer wieder, immer mehr, dass anders als bei Tonlagerstätten, ja, bei Tonvorkommen denkt man immer an das geografisch Nächste als Rohmateriallieferant. Bei Metall haben wir dieses nicht und in der Tat, Metall ist offenbar auch ein Motor für diese Internationalisierung, die wir ja auch in anderen Aspekten feststellen können, bei der Keramik, bei anderen, bei Verzierungstechniken, bei Metalltechniken. Also ich glaube, dass das Metall und die Einführung des Metalls in massenhafter Form, wie es in der Bronzezeit ja auftritt, tatsächlich zu einer Globalisierung im Raum Europa und bis hin zum Mittelmeerraum geführt hat. Man ist ganz weit vernetzt in Mitteleuropa. Das Symbol des Stabdolches wird überall verstanden. Die Eliten haben goldene Armringe. Man kennt sich. Und in der Eisenzeit wird man regional, weil das Eisen sozusagen ganz regional viel einfacher zu gewinnen ist. Oder wie muss ich das verstehen? Ich sage immer, Metalle machen Epoche. Und genau dieses Phänomen sehen wir ja auch im Mittelmeerraum. Wir haben in der späten Bronzezeit Eliten, da reden wir ja von Palastkulturen, wie zum Beispiel Mykene oder auch Troja, wo die gesellschaftliche Elite den Handel oder die Versorgung mit besonderen Materialien in der Hand hat. Dieses Netzwerk bricht zusammen. Aus welchen Gründen wissen wir nicht. Danach kommt das sogenannte dunkle Zeitalter und danach wird erst Eisen überhaupt interessant. Interessant als Werkstoff. Man kennt Eisen vorher schon. Tutanchamun, ein Pharao, bestellt Eisen bei den Hethitern als besonderes Material. Aber so etwa ab 1000 vor Christus wird Eisen ein Gebrauchsmaterial. Und wenn man einmal die Technologie beherrscht, versteht, dann kann das wirklich fast jeder Bauer, jeder Schmied kann sein Eisen machen und kann damit auch eigene Waffen herstellen, was ja ganz wichtig ist. Und wir müssen uns das vielleicht so vorstellen wie in manchen Regionen, wie heute in Afghanistan. Es sind sozusagen Clan-Gesellschaften, also bewaffnete Gruppen, die über ein kleines Gebiet herrschen und sich also noch nicht wirklich über große Räume etablieren können. Offenbar kommt dasselbe Phänomen auch in Mitteleuropa auf. Das Einzige, was mich sozusagen wundert, ein bisschen fast irritiert ist, wenn wir so viele Beziehungen zwischen dem Mittelmeerraum haben und Mitteleuropa. Im Mittelmeerraum haben wir Schriftkultur. Warum ist nicht dieses Phänomen, dieser Aspekt der Kultur nach Mitteleuropa gelangt? Das ist auch etwas, worüber wir nachdenken können. Da kann ich archäologisch antworten. Die Kelten zum Beispiel können schreiben, sie kennen die Schrift bestens, aber sie dürfen und wollen nicht schreiben. Also Druiden müssen 20 Jahre lang das heilige Wissen memorieren, dass sie es perfekt können, es darf nicht aufgeschrieben werden. Kelten schreiben ab und zu kleine Besitzerinschriften, aber man lehnt die Schrift ab. Und vielleicht haben wir einfach gesellschaftliche Zustände in Mitteleuropa, die, sagen wir mal, nicht schriftadaptiv sind. Aber das ist ein weites Feld. Was mich eigentlich interessiert, ist jetzt aus archäometrischer Sicht ein Kupfer-, Zinn-, Bronzemetallurg muss Spezialist sein, muss ganz, ganz fähig sein und es sind Meister, die diese tollen Bronzegüsse können, die ja zum Teil so gut sind, dass wir es heute gar nicht nachahmen können. Und ein Eisenschmied an der Eisenzeit, das kann sozusagen in jedem Dorf geschehen, das kann jeder irgendwie relativ einfach lernen. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Kenntnisse auch. Also ich würde nicht sagen, dass es jeder machen kann. Es gibt natürlich auch eine Spezialisierung, den Schmied. Aber das Eisen hat eine andere Eigenschaft, die es sozusagen allseits verfügbar oder allgegenwärtig verfügbar macht. Es kommt überall vor.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, Zinn ist nur in wenigen Lagerstätten konzentriert. Wir haben in England und in Cornwall und in der Bretagne Zinn, wir haben in Nordwestspanien Zinn und wir haben im Erzgebirge Zinn. Sonst nirgends. Das heißt, das Zinn, das in Schweden oder in Italien verwendet wird, muss irgendwo herkommen. Eisen dagegen ist fast so wie Tonlagerstätten. Es kommt überall vor. Das heißt, der Zugang zum Rohstoff, der war überall gegeben. Und noch einmal, sobald einer aus einer Gesellschaft, aus einem Clan versteht, wie man Eisen herstellt, dann wird er der Schmied. Und er macht sich dann natürlich auch wieder schlau, verbessert seine Methoden und wird dann vielleicht ein berühmter Schmied wie Wieland oder so, der also besondere Schwerter herstellen kann, dann die Härtung von Stahl und so weiter. Das ist dann wieder auch ein Gebiet der Archäometrie, dieses zu untersuchen, wann man verstanden hat, Stahl herzustellen und wann hat man verstanden, diesen zu härten. Also Eisen ist im Grunde genommen ein Material, ein Metall, das wegen seiner großen Verbreitung in der Natur zu völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen geführt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns jetzt aus der Archäometrie, weil wir haben ja immer das Henne-Ei-Problem. Was war zuerst? Das Metall und die gesellschaftliche Veränderung nachher oder hat eine gesellschaftliche Veränderung überhaupt erst die Metallherstellung oder die Veränderung in der Metallurgie möglich gemacht? Ich glaube, beim Eisen sehen wir ganz klar, dass die Henne das Metall ist und dass das zu gesellschaftlichen Veränderungen geführt hat. Mich fragen Journalisten in Bezug auf die Nebra-Scheibe immer, und das haben sie in den letzten Jahren getan, ja, ist jetzt alles erforscht? Ist die Forschung abgeschlossen? Als wir vor 5 Jahren den großen letzten Kongress hielten, dachte ich mir für mich selbst, wir sind eigentlich ziemlich weit. Und dann kam 2006 der große Knaller mit Hansens Entdeckung der eigentlichen astronomischen Bedeutung der ersten Himmelsscheibenphase. Und heute verstehen wir erst die Biografie der Bildwerke auf der Himmelsscheibe. Das verstehen wir erst heute, durch diese Entdeckung. Und ihr habt diese großartige Entdeckung des Zinns und des Goldes gemacht. Jetzt meine Frage, ist die Forschung bei euch abgeschlossen oder gibt es verfeinerte Methoden und geht es bei euch auch weiter? Also Forschung ist eigentlich nie abgeschlossen. Ich möchte ein Bild bringen. Wir forschen am Rande, an der Grenzfläche zwischen Wissen und Nichtwissen. Man kann sich das so vorstellen, wir haben eine Kugel von Wissen, die grenzt an Nichtwissen. Wir versuchen das Volumen der Kugel zu erweitern, aber dadurch wird auch die Grenzfläche zum Nichtwissen größer. Also Forschung hört nie auf und es ist gerade die Untersuchung an Nebra ein schönes Beispiel, dass hier nicht nur die Naturwissenschaft benutzt wird, um Erkenntnisse zu gewinnen, sondern dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass die speziellen Fragestellungen, die durch die archäologischen Untersuchungen entstehen, dass die wieder rückwirken auf uns, dass wir uns bemühen, neue Methoden zu entwickeln, um diese spezifischen Fragen aus der Kulturgeschichte, aus der Archäologie beantworten zu können. Insofern bin ich auch überzeugt, dass wir noch sehr viel vor uns haben. Wir haben ja auch einen großen Schluck aus der Pulle genommen, wenn ich so sagen will. Wir wollen ja sämtliche Kupferlagerstätten in Europa charakterisieren, um sie mit der Nebra-Scheibe vergleichen zu können, mit dem Nebra-Hort von sämtliche Goldvorkommen. Und jetzt wollen wir noch sämtliche Zinnvorkommen in der sogenannten Alten Welt, also sprich Europa und das westliche Asien untersuchen. Das ist schon ziemlich viel für ein Forscherleben, für eine Forschergruppe auch. Also da bin ich ganz überzeugt, dass wir noch viele interessante Resultate erwarten können. Ja, das Spannende finde ich eigentlich bei unserer Zusammenarbeit. Häufig sagt man interdisziplinär und transdisziplinär und man arbeitet nebenher. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da kamst du mit einer Messung und hast gesagt, das Schiff ist von anderem Gold, aber die Sterne, der Horizont, das ist alles das Gleiche. Und da sagte ich als Kulturwissenschaftler, das ist unmöglich. Der eine versetzte Stern und der Horizont müssen signifikant anders sein. Und da hat der Kulturwissenschaftler sozusagen sich hervorgewagt und dem Naturwissenschaftler gesagt, eure Datenerhebung ist zu unscharf, es muss einen Unterschied geben aus rein theoretischen Erwägungen. Und für mich war das Interessante dann, dass die nächste Messung ergab, tatsächlich, es gibt diesen Unterschied.
Das ist genauso ein Fall, wo also die spezifische Fragestellung uns zu noch größeren Anstrengungen getrieben hat. Und es ist nicht einfach, Spurenelementmessungen an einem solchen großen Objekt völlig zerstörungsfrei durchzuführen. Das war der Anlass, dass wir eben zu einem großen Analyseinstrument wie dem Berliner Elektronensynchrotron gegangen sind und dort mit spezieller Strahlung nun tatsächlich die Frage geklärt haben, ob das Gold der Sterne, der Sonne und des Horizontes tatsächlich das gleiche ist. Und wir haben tatsächlich diesen Unterschied gefunden, was eine glänzende Bestätigung war. Und ich erzähle das in jedem Vortrag so. Ja, es ist eigentlich fast lehrbuchhaft, wie sozusagen die Interaktion sein sollte und leider noch nicht immer ist. Aber ich glaube, das ist so, dass wir uns ja alle gegenseitig respektieren und großen Spaß haben miteinander. Und das ist die Basis. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, die indirekt Nebra betrifft, aber du hast Troja erwähnt. Was ich faszinierend finde, ich habe mich etwas mit großen Funden der Archäologie beschäftigt. Und bei großen Funden der Archäologie, wie zum Beispiel Ötzi, da hatte ich mit Konrad Spindler gesprochen, tritt ein Phänomen immer auf. Der Zweifler, und zwar nicht der wissenschaftliche Zweifler, der in einen richtigen Diskurs eintritt mit Argumenten auf gleicher Augenhöhe, sondern der Zweifler, der sagt, da ist eine ägyptische Mumie hochgeschleppt und die Wissenschaftler machen dort mit dieser Mumie eine Riesenschau, um Gelder zu generieren. Sozusagen der fast schon wissenschaftliche Verschwörungstheoretiker. Wir hatten das bei der Himmelsscheibe, da trat ein Kollege auf, der sagte, die Himmelsscheibe sei falsch. Das sagte er aufgrund von Zeitungsfotos. Aber er hatte eben einen Titel und dann stürzt sich die Presse nun mal drauf und im Gerichtsurteil steht, der Kollege, der dies tat es polemisch, unsachlich und keines seiner Argumente war in irgendeiner Weise überhaupt nur nachvollziehbar und für die Hauptverhandlung zugelassen und so weiter und so fort. Worte von einer Klarheit, die man in einem deutschen Gerichtsurteil selten liest, aber das geschieht ja immer wieder und das ist dir auch sozusagen in Troja geschehen. Was ich in dem letzten Buch zu Troja von diesem Kollegen gelesen habe, das grenzt ja schon an Verleumdung unseres geschätzten Kollegen Korfmann. Also Korfmann ist tot. Ich glaube, wenn er leben würde, würde er sich massiv juristisch wehren und sicherlich eine Verleumdungsklage gewinnen. Ich habe sowas in der Forschung selten gelesen. Also es gibt immer wieder sozusagen von Kollegen von außen, die vielleicht nicht an einer interessanten Fundstelle arbeiten, das Bestreben, sich sozusagen um diese Fundstelle ganz speziell zu kümmern. Das ist mir in Nebra so gegangen, Conny Spindler beim Ötzi und dir geht es jetzt bei Troja so. Also Troja war immer umstritten. Erstens einmal wurde es ja wiederentdeckt und ausgegraben von einem, der im akademischen Milieu nicht etabliert war. Heinrich Schliemann war ja zunächst Kaufmann, er hat zwar promoviert, aber er ist unter den Archäologen sozusagen nicht in der Community gewesen. Er hat Kritik erfahren, sowohl von Nichtwissenschaftlern als aber auch von Wissenschaftlern. Und das setzt sich über die ganze Untersuchungszeit fort. Ich sollte vielleicht erklären, warum ich als Archäometallurge, als Archäometer nun Leiter der Ausgrabungen von Troja bin. Ich habe auf Bitte von Manfred Korfmann die naturwissenschaftlichen Untersuchungen in Troja geleitet. Und da ich nun jetzt am selben Institut bin wie mein Freund und Kollege Manfred Korfmann, war es eigentlich ziemlich klar, dass als er unerwartet gestorben ist, dass ich als einziger sozusagen in Frage komme, die losen Bündel zusammenzufassen. Und ich sehe mich auch als jemand in der Pflicht, der die Ergebnisse, die ja durchaus vorhanden sind, auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zusammenzufassen und zu publizieren. Also das sehe ich als meine Aufgabe. Ich habe aber auch genügend Erfahrung, um die Ausgrabungen in geringem Umfang weiterzuführen. Hier habe ich eben nicht nur die Ausgrabung, die Grabungsmannschaft und die Ergebnisse geerbt, sondern auch die Streitsituation. Die Streitsituation bezieht sich auf Nichtwissenschaftler, wie zum Beispiel den Schriftsteller Raoul Schrott, der ganz andere Theorien vorgeschlagen hat für die Lage von Troja, und eben auch aus dem
wissenschaftlichen Milieu, aber vorgetragen in äußerst polemischer Form und mit Unterstellungen, die unter Umständen tatsächlich justiziabel werden. Die Haltung der Universität Tübingen und meine eigene ist aber, dass wir die Bedeutung dieses Einwurfes nur erhöhen würden, wenn wir das jetzt auf eine gerichtliche Auseinandersetzung erheben würden. Es hat von diesem Buch vielleicht 4 oder 5 Rezensionen in überregionalen Zeitungen gegeben. Aber wenn sich nicht mehr tut, dann würde ich sagen, sollte man die Sache begraben, einschlafen lassen. Und wir werden unsere Publikation vorlegen und dann soll die wissenschaftliche Welt und die Nachwelt urteilen, wer denn Recht hat. Dankeschön, Ernst. Da bin ich auch sehr überzeugt davon, wie das ausgehen wird.